Wenn du heute eigentlich Fahrrad fahren wolltest, aber stattdessen hier gelandet bist, dann ist dieses Video genau für dich. Vielleicht denkst du gerade, ich weiß, dass es mir eigentlich gut tun würde, aber ich habe einfach keine Lust. Oder zeitlich passt es mir heute einfach überhaupt nicht. Und genau darüber müssen wir reden. Persönlicher Kontext und Ehrlichkeit. Ich kenne diese Momente extrem gut. Gerade dann, wenn man eigentlich schon angefangen hat oder wenn man schon ein paar Wochen gefahren ist und dann plötzlich eine Pause kommt. Bevor ich weitergehe, möchte ich ehrlich mit dir sein. Dieses Video mache ich nicht, weil ich das alles perfekt im Griff habe. Im Gegenteil, denn bei mir sieht das oft so aus. Der Tag war lang und ich hatte eigentlich Zeit fürs Fahrradfahren eingeplant. Das Rad steht da und die Kleidung liegt bereit. Und dann kommt dieser Gedanke. Jetzt noch losfahren? Lohnt sich das überhaupt noch? Man sagt sich, morgen passt es besser. Heute bin ich eh nicht in der richtigen Stimmung. Und das Verrückte ist, in dem Moment fühlt sich diese Entscheidung sogar vernünftig an. Das schlechte Gefühl kommt erst danach. Nicht, weil man nicht gefahren ist, sondern wegen dem, was man sich selbst erzählt. Warum ziehe ich das nie durch? Andere schaffen das doch auch. Ich war doch schon viel weiter. Und genau dieses Gedankenkarussell macht den nächsten Schritt so viel schwerer. Wenn du dich hier wiedererkennst, dann bist du nicht allein damit. Das ist kein persönliches Versagen, sondern etwas, das fast jeder erlebt, der versucht, etwas Neues in seinem Leben einzubauen. Das Problem benennen. Die Gedanken, die dann fast automatisch kommen, sind die wie, jetzt habe ich schon wieder aufgehört, ich war schon so weit oder warum kriege ich das einfach nicht hin? Und diese Gedanken sind oft viel schlimmer als die eigentlich verpasste Fahrt. Was in diesem Moment passiert, hat weniger mit Fahrradfahren zu tun, als mit dem, was in deinem Kopf abgeht. Der Auslöser ist oft ganz klein. Eine verpasste Fahrt, ein Tag ohne Zeit oder eine Woche, die einfach nur voll war. Aber was daraus im Kopf entsteht, ist viel größer. Plötzlich denkst du nicht mehr, heute hat es nicht gepasst, sondern du denkst, jetzt bin ich wieder raus. Und genau hier liegt das Problem. Du machst aus einem einzelnen Moment eine Geschichte über dich selbst. Aus heute habe ich keine Zeit wird, ich ziehe sowas nie durch. Oder aus ich bin einfach nur müde wird, ich bin halt nicht dafür gemacht. Das passiert nicht bewusst, sondern automatisch. Dein Gehirn liebt klare Erklärungen und es greift schnell zur einfachsten. Das liegt an mir. Das fühlt sich logisch an, ist aber extrem unfair dir selbst gegenüber. Denn plötzlich fühlt sich der nächste Versuch nicht mehr neutral an, sondern wie ein Beweis. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann weiß ich Bescheid. Und genau deswegen wird der Einstieg immer schwerer. Nicht wegen der Strecke oder deiner Kondition, sondern wegen dem Gewicht in deinem Kopf. Das eigentliche Problem ist also nicht, dass du mal nicht fährst, sondern dass du beginnst, an dir selbst zu zweifeln. Und dieses Gefühl kennt fast jeder, der versucht, etwas Neues durchzuziehen. Denn plötzlich geht es nicht mehr ums Fahrradfahren, sondern um Schuldgefühle, um Selbstzweifel und um dieses leise Gefühl, dass mit einem selbst etwas nicht stimmt. Kernidee 1. Rückschläge sind Teil des Prozesses. Lass mich dir etwas sagen, das man viel zu selten hört. Rückschläge sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind Zeichen dafür, dass du mitten im Prozess steckst. Gerade am Anfang oder beim Wiedereinstieg fühlt sich alles noch sehr fragil an. Ein guter Tag fühlt sich an wie ein Durchbruch. Ein schlechter Tag fühlt sich an wie ein Rückfall. Das Problem ist, viele von uns erwarten unbewusst eine gerade Linie. Einmal anfangen, dann langsam besser werden, mehr Lust, mehr Energie, mehr Routine. Aber so funktioniert Veränderung fast nie. In der Realität sieht es ganz anders aus. Ein paar gute Tage, dann ein Einbruch und dann wieder ein paar Schritte voraus. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Ein Rückschlag bedeutet nicht, dass du wieder am Anfang stehst. Er bedeutet nur, dass gerade etwas anderes wichtiger war. Oder
dass dein Körper gerade eine Pause gebraucht hat. Oder vielleicht, dass dein Alltag einfach viel zu laut war. Das hat nichts mit deinem Willen zu tun und auch schon gar nichts mit deinem Wert. Die meisten hören nicht auf, weil sie keine Lust mehr haben aufs Fahrradfahren, sondern weil sie glauben, sie hätten versagt. Wenn du Rückschläge aber als Teil des Prozesses siehst, dann verlieren sie an Macht. Und dann sind sie kein Stoppschild mehr. Sie sind eher eine Kurve. Und durch Kurven kommt man, indem man durch sie fährt. Niemand, wirklich niemand, fährt konstant motiviert. Auch die Leute nicht, die heute aussehen, als wäre Fahrradfahren ihr komplettes Leben. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Und zwar haben sie gelernt, dass Pausen kein Scheitern sind. Kernidee 2. Motivation kommt nach der Handlung. Viele von uns warten auf Motivation, auf diesen einen Moment, wo man plötzlich wieder richtig Lust hat. Aber ehrlich, der Moment kommt oft nicht von alleine. Motivation entsteht meistens, nachdem man sich bewegt hat, nicht davor. Vielleicht kennst du das. Du sitzt da, als wäre theoretisch alles möglich. Aber innerlich fühlst du es einfach nicht. Kein Drang, kein Kribbeln, nur dieser Gedanke. Ich fühle es gerade nicht. Und dann wartest du auf morgen oder auf nächste Woche oder auf diesen einen besseren Moment. Die ehrliche Wahrheit ist, Motivation entsteht oft erst nachdem du angefangen hast. Nicht am Anfang, nicht beim Planen, sondern erst mitten in der Bewegung. Nach den ersten paar Minuten, wenn dein Körper warm wird, wenn dein Kopf leiser wird. Aber um dorthin zu kommen, musst du erstmal starten, auch ohne Motivation. Viele machen dann den zweiten Fehler. Sie denken, wenn ich schon losfahre, dann muss es sich auch richtig lohnen. Eine bestimmte Strecke, eine bestimmte Dauer, ein bestimmtes Gefühl muss ich danach haben. Und genau dieser Anspruch, der macht den Start so schwierig. Motivation braucht keinen perfekten Start. Sie braucht einen kleinen Start. 5 Minuten ohne Ziel, ohne Training, ohne Bewertung. Du darfst jederzeit umdrehen, du darfst auch jederzeit abbrechen. Und paradoxerweise entsteht dadurch oft Lust, noch weiterzufahren. Du bist nicht unmotiviert, du bist nur ehrlich mit deinem aktuellen Zustand. Und Bewegung muss nicht heißen, dass du große Runden fährst, mit voller Leistung und Perfektion. Manchmal reicht es einfach, sich umzuziehen oder auch so wie man ist, loszufahren, eine 5-Minuten-Runde zu drehen, ohne Plan, ohne Druck. Einfach raus. Kernidee 3. Du musst nicht neu anfangen. Ein ganz wichtiger Gedanke, der mir sehr geholfen hat, ist, du fängst nicht wieder bei Null an. Auch wenn du 2 Wochen nicht gefahren bist oder ein ganzer Monat hinter dir liegt. Dein Körper erinnert sich. Deine Erfahrung ist noch da. Du steigst nicht neu ein. Du steigst einfach wieder auf und fängst da an, wo du aufgehört hast. Am Anfang haben viele Leute einen ganz anderen Gedanken. Der Gedanke lautet, jetzt muss ich schon wieder ganz von vorne anfangen. Vielleicht kennst du das. Nach ein paar Tagen Pause oder einer Woche oder noch viel längerer Zeit kommt plötzlich dieser Gedanke, dass alles weg ist, was man sich bereits aufgebaut hat. Der Kopf rechnet gnadenlos. Meine Kondition ist weg, meine Routine ist kaputt. Ich bin wieder da, wo ich mal angefangen habe. Und je größer dieser Gedanke wird, desto schwerer fühlt sich der Wiedereinstieg an. Nicht, weil er objektiv so hart wäre, sondern weil sich der Neustart so schwer anfühlt. Aber hier kommt die Realität. Du bist nicht wieder bei Null. Dein Körper hat nicht einfach alles vergessen. Deine Erfahrung ist noch da und dein Gefühl fürs Rad natürlich auch. Selbst wenn du langsamer bist, du bist nicht ahnungslos. Du weißt, wie es sich anfühlt, wieder reinzukommen. Du startest nicht wieder neu. Du steigst nur wieder ein. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ein Wiedereinstieg ist kein Beweis dafür, dass du gescheitert bist.
Er ist nur ein Zeichen dafür, dass du dran geblieben bist, auch mit Unterbrechung. Ein Fortschritt ist nichts, was man verlieren kann wie einen Gegenstand. Er ist eher wie ein Weg, den man schon einmal gegangen ist. Man erkennt ihn schnell wieder, auch wenn er ein bisschen zugewachsen ist. Und jeder Schritt zählt, auch der erste nach einer Pause. Und jetzt seid ihr dran. Wenn du also gerade in so einer Phase steckst, sei bitte nicht so hart zu dir. Es ist okay, müde zu sein. Es ist auch okay, keine Lust zu haben. Und es ist total okay, Pausen zu machen. Wichtig ist nicht, dass du immer fährst, sondern dass du dir erlaubst, zurückzukommen, ohne schlechtes Gewissen. Mich würde wirklich interessieren, was hilft dir, wenn du mal keine Zeit oder Lust hast? Schreib das gerne in die Kommentare. Nicht nur für mich, sondern vielleicht genau für jemanden, der gerade überlegt, ob er überhaupt weitermachen soll.